Stell dir vor, dein Vertriebsteam hat heute 30 Kundengespräche. Doch morgen weiß niemand mehr, was ist wirklich in den Gesprächen passiert, wurden alle Follow-ups verschickt, sind alle Daten wirklich im CRM-System dokumentiert, auf welche Deals sollte ich mich fokussieren, was sind die wichtigsten Deals und vor allem, welche Einwände hatten all diese 30 Gespräche, gibt es irgendwelche Muster? Genau diese Probleme löst Kickscale. Und heute werde ich euch in 10 Minuten kompakt vorstellen, wie moderne Vertriebsteams eine Revenue Intelligence Plattform verwenden, um einerseits produktiver zu werden, indem sie Gespräche dokumentieren, besser zu werden, indem sie gecoacht werden durch die KI und Einblicke zu bekommen über alle Gespräche hinweg. Das Ganze führt zu einer Produktivitätssteigerung von bis zu 30% und einer Erhöhung der Abschlussrate von bis zu 20%. Wie funktioniert jetzt Kickscale? Ich zeige euch einmal Schritt für Schritt, was die Kickscale-Lösung macht. Einerseits verbinden wir uns mit allen gängigen Systemen wie Voice-over-IP-Telefonie oder Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, also ganz normalen virtuellen Kommunikationskanälen und zeichnen diese Gespräche auf. Wir haben auch eine Mobile-App. In dieser Mobile-App, die kann hergenommen werden für reale Verkaufs- und Kundengespräche. Danach, im Schritt 2, analysiert unsere KI dieses komplette Gespräch. Und unser KI-Assistent speichert die gewünschten Daten ins CRM, HubSpot, Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics, Pipedrive, you name it, auch individuelle Anbindungen via API und MCP-Server sind möglich. Wir generieren eine Zusammenfassung, wir generieren ein Follow-up-E-Mail und der KI-Assistent kann auch einzelne Felder im CRM befüllen. Mit diesen ganzen Daten, vor allem mit den Daten aus dem Gespräch, aber auch mit den Daten aus dem CRM, wird jetzt ein Coaching angelegt. Das heißt, nach jedem Gespräch bekommt der Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin Feedback. Was war gut, was war schlecht. Das Ganze kann auch mit Scorecards so hinterlegt werden, dass man sein eigenes Sales Framework, seine eigene Sales Methodologie, Medpic, Spin, Spiced, eine eigene, was auch immer, hinterlegen kann und so dann Coaching-Feedback kriegt. Mit diesen Daten, mit allen Daten, die wir jetzt haben, aus dem CRM und aus den Gesprächen, verbessern wir das Forecasting. Im Detail zeige ich das noch einmal, aber im Prinzip ist so, wir schauen uns an, was ist wirklich in E-Mails passiert, in Calls, in Videokonferenzen. Und basierend darauf kommt dann der Forecast raus, beziehungsweise eine Deal-Analyse der Verkaufschancen, um zu schauen, welche Deals schließen denn ab und welche eher nicht. Und last but not least können wir aus allen Daten strategisches Wissen für andere Teams generieren. Für Marketing, was sagen denn die Kunden wirklich? Was mögen die Kunden? Was mögen sie nicht? Für Customer Success, gibt es irgendwelche Churn-Metriken? Gibt es irgendwelche Churn-Risiken? Fürs Produkt, was sind die Feature-Requests? Oder auch für den Support, wenn es da wirklich die ein oder andere Problematik gibt. Und jetzt lasst uns einmal direkt ins Produkt springen. Ich möchte jetzt kurz zeigen, was nach einem Meeting passiert. Nämlich Folgendes. Nach einem Meeting sind alle Daten sofort erfasst. Das heißt, ich bekomme sofort eine entsprechende Zusammenfassung. In dem Fall nach Spin, ich kann das aber auch nach Medpic, nach einem eigenen Framework, was auch immer machen. Das Ganze kommt sofort aus dem Transkript bzw. aus dem Gespräch. Da muss keiner etwas machen. Ich bekomme dann sofort auch einen E-Mail-Entwurf, das heißt einen Follow-up-Draft, den ich rausschicken kann, den ich auch abändern kann. Und ich kann natürlich jederzeit reingehen und zum Beispiel fragen, die KI, welches CRM nutzt denn der Kunde, sehe hier Salesforce, gib mir eine Zusammenfassung mit 3 Bullet Points, kriege dann 3 Bullet Points als Zusammenfassung etc. heraus. Und vor allem, ich habe immer Next Steps und auch Action Items komplett definiert, was natürlich auch extrem hilfreich ist. Ich habe das gesamte Transkript verfügbar, ich sehe, wer waren die Sprecher, ich sehe die Themen, die besprochen wurden und ich kann natürlich jederzeit auch da ins Meeting noch einmal reingehen und schauen, was ist denn überhaupt besprochen worden. Es wird da alles automatisch erkannt, sei es Einwände, sei es Painpoints, Business Outcomes, Competitors, all das kann ich da ganz einfach rausziehen, indem ich es einfach auch konfiguriere. Ich kann da die Zusammenfassung komplett anbinden etc. Der nächste wesentliche Punkt ist das Thema Coaching. Jetzt habe ich nach jedem Gespräch die Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren, nämlich einerseits hier oben, ich sehe, da habe ich zum Beispiel 50% gesprochen der Zeit, das ist ganz okay, ich habe 16 Fragen gestellt, ideal wären 30 gewesen oder mehr.
ich habe eine Sekunde gewartet nach der Frage oder nach einem Statement meines Kunden, was okay ist. Ich habe mit knapp 160 Wörtern pro Minute gesprochen und ich habe meinen eigenen Monolog nur 2 Minuten gehabt. Das heißt, ich habe durchgängig 2 Minuten gesprochen, der Kunde hingegen hat nur 1,5 Minuten gesprochen. Das Ziel sollte natürlich sein, den Kunden so viel wie möglich zu fragen, damit er auch so viel und so lange wie möglich spricht. Wem das noch nicht genug ist an Coaching, der kann dann direkt in die Coaching-Funktionalität selbst reingehen. Da bekomme ich eine Auswertung anhand von vorgefertigten Faktoren, in dem Fall dem Spin-Framework. Ich habe da insgesamt 3,9 Punkte erhalten, kann aber ehrlicherweise das komplett anpassen. Also das ist jetzt nicht nur Spin-Framework, sondern ich kann jedes Framework auswählen. Ihr könnt eure eigenen Kriterien auswählen und die KI bewertet dann anhand des Transkripts, wie gut ist denn die Situation herausgefunden worden. Und in dem Fall kriegen wir das Feedback, Sie haben die aktuelle Situation des Kunden gut verstanden, kriegt dann auch Empfehlungen und kann direkt im Video auf Minute 8 zum Beispiel springen und sehe dann, was da eben genau zu dem Thema gesagt worden ist. Wem das noch nicht reicht, der kann reingehen und Feedback abfragen, nämlich was wurde gut gemacht, die Top 3 Stärken, die Top 3 Coaching-Prioritäten und auch was man im nächsten Schritt besser machen kann. All das, was ihr da seht, vor allem die Zusammenfassung, E-Mail-Entwurf und auch diverse Custom-Felder, wie eben hier zum Beispiel, kann ich komplett ins CRM automatisiert synchronisieren lassen und spare mir so natürlich auch enorm viel Zeit, wenn das alles synchronisiert wird. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, da komplett Kommentare abzugeben. Das heißt, das ist natürlich für das Training, für das Coaching noch einmal relevant, wenn ich da meine Teammembers auch taggen kann, um zu schauen, was ist da passiert.